Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute backe ich Schokomuffins. Meine Muffins sind wie immer glutenfrei, vegan. Außerdem verwende ich keinen raffinierten Zucker, keine Maisstärke und kein Soja. Die Zutaten für unsere Schokomuffins sind bei den Mehlen 100 Gramm Hafermehl. Dann haben wir 30 Gramm Hirse, Vollkornreismehl. Süßen tun wir das Ganze mit einem Kokosblütenzucker, Backpulver, Natron, gemahlener goldener Leinsamen, reines Kakaopulver ohne Zucker drin. Ich nehme auch immer noch so eine Prise Salz rein. Um die Muffins zuzubereiten, sieben wir zunächst mal unser Mehl durch. Das Kakaopulver ebenso. Geben den Kokoszucker dazu. Backpulver, Leinsamen, Natron und die kleine Prise Salz. Das Ganze rühren wir dann schön miteinander um. Als zweites geben wir dann die ganzen nassen Zutaten. Das ist das Apfelmus, die Pflanzenmilch und das Kokosöl, und zwar flüssig gemachtes. Da kannst du auch eine Margarine oder eine vegane Butter benutzen, die du flüssig machst. So, das verrühren wir miteinander. Und dann geben wir einfach die feuchten Zutaten und die trockenen Zutaten zusammen in die Schüssel und verrühren das Ganze, bis ein Teig entsteht, den wir dann in die Muffinsförmchen füllen. So einfach geht es. Geht auch ganz schnell. Wer das gerne mag, kann natürlich noch nach Belieben Schokostückchen reingeben. Ich habe hier eine vegane Schokolade, die ist gesüßt mit Kokosnusszucker. Das heißt, wir vermeiden auch hier wieder den raffinierten, normalen Industriezucker. Zu unserer Schokomasse geben wir jetzt noch unsere klein gehackte Schokolade dazu, rühren das Ganze kurz miteinander um und dann befüllen wir unsere Muffinsförmchen. Wenn wir die Förmchen befüllt haben, schieben wir die Muffins in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad im Heißluftprogramm mit einer Wasserschale unten drin, damit die nicht so schnell austrocknen. Besser, du backst sie nicht zu lange, denn die haben sonst die Tendenz, etwas trocken zu werden. Unsere Muffins waren jetzt 20 Minuten im Backofen drin und ich zeige euch mal, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, wie ihr das testen könnt. Und zwar nehmt ihr da so einen Holzspieß, stecht an der dicksten Stelle in den Teig rein, zieht ihn wieder raus und wenn ihr seht, dass es nicht mehr flüssig ist, sondern so kleine Bröckchen dranhängen, also wie fertig gebackener Kuchenteig, dann könnt ihr sicher sein, dass der Teig richtig durchgebacken ist. Und dann testen wir jetzt mal hier. Die sind noch ein bisschen heiß, aber die Neugierde siegt. Schauen wir. Jawohl, oh, die sehen richtig gut aus. Richtig luftig, schokoladig. Die werden sicherlich sehr, sehr gut schmecken.